Einen ganz wundervollen, entspannten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es dieses Mal um PEP-PT, die Corona-App. Ja, wir wollen in diesem Video erstmal klären, warum zur Hölle brauche ich überhaupt eine App? Ist das Ding überhaupt datenschutzrechtlich, kann man noch mit sich leben, wenn man das Ding überhaupt installiert, oder macht man sich da quasi schon zum Sträfling, wenn man nur dran denkt, das ganze Ding zu verwenden? Und was für Alternativen haben wir eigentlich? Und ja, wir wollen direkt anfangen, und zwar wollen wir uns fragen, warum eigentlich eine App? Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Das heißt, wir sind aktuell in dieser Pandemie gerade in Phase 2. Die erste Phase ist die Phase, auf die wir zurück wollen. Phase 2, ganz kurz umrissen, ist das, was wir gerade haben. Und zwar, wir sind alle quasi in Selbstquarantäne, okay? Wir sollten so wenig Kontakt wie möglich zu anderen haben und möglichst wenig Leute zu infizieren, um dadurch natürlich irgendwann mal, wenn die ganzen anderen, die jetzt gerade krank sind, ausgeheilt sind, hoffentlich, damit da eben die Anzahl an Infizierten quasi gegen Null wieder geht. Wir werden es nicht ganz auf Null schaffen, weil immer mal wieder einer aus Versehen Kontakt hat zu jemand anders und der hat dann wieder Kontakt zu jemand anders, aber wir sollten so wenig wie möglich andere Leute infizieren. Das Ganze schränkt uns allerdings so hart ein, dass unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem heftig darunter leiden. Also mit sozial meine ich eigentlich wir Menschen als soziale Wesen, wir leiden darunter. Ja? Ich habe von vielen schon gehört, hey, diese Quarantäne, die ist nicht gut für mich, okay? Ich will wieder raus, ich will mit Menschen Kontakt haben. Ich kann das zwar als introvertierter Informatiker nicht nachvollziehen, ich sitze sowieso die ganze Zeit nur vorm Rechner, aber ich glaube, manche von euch können das vielleicht sogar verstehen. Und dementsprechend wollen wir zu Phase 1 wieder zurück. Phase 1 ist die Phase gewesen, wo man noch versucht hat, die Infizierten zu tracken. Das heißt, wenn jemand positiv getestet wurde, ist er in Quarantäne gekommen und die Behörden haben quasi versucht nachzuvollziehen, mit wem er alles Kontakt hatte, und haben dann diese Leute auch testen lassen und eventuell in Quarantäne gesteckt, falls sie infiziert waren. Das Ganze ist leider aus dem Ruder gelaufen sozusagen. Ja? Man hat es einfach nicht mehr geschafft, weil es einfach zu viele Infizierte waren. Plötzlich waren über 200 Leute infiziert und ja, dann hat man halt den Salat mit Phase 2, okay? Deswegen wollen wir zurück zu Phase 1, aber wenn wir bei Phase 1 sind, weil Corona einfach so ein Drecksvieh ist und nun ja, sagen wir mal, eine sehr lange Inkubationszeit hat, deswegen wollen wir da quasi einfach, das Tracking für die Behörden erleichtern. So, und dazu will man jetzt eine App verwenden. Diese App heißt PEP-PT, wie ich schon gesagt habe, und die soll folgendermaßen funktionieren. Wenn dieser gute Herr hier in der Mitte jetzt Corona positiv getestet wird, ja, nur in diesem Fall passiert etwas dann mit den Daten auf seinem Handy. Aber davor muss man natürlich erstmal die Daten sammeln. Das heißt, jeder Mensch hat sozusagen einen Infektionsradius um sich rum. Der ist circa diese 1,5 Meter, die wir aktuell Abstand voneinander halten sollen. Und innerhalb dieses Radius kann man natürlich Personen anstecken. Man muss nicht mal mit ihnen reden. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich einkaufen gehe, kann ich danach den Behörden natürlich nicht sagen, hey, schau mal, ich hatte mit dem und der Person Kontakt und bitte steckt die auch mal in Quarantäne, weil ich die Leute gar nicht alle kenne. Ja? Das ist das große Problem dabei. Ich kann nicht alle in Quarantäne stecken, weil ich gar nicht alle kenne, die mit mir Kontakt hatten. Selbst wenn ich einfach nur einkaufen gehe, ganz normal, an einem stinknormalen Tag. Und deswegen hat man so eine App, die dann quasi trackt, wer um mich rum ist. Und wir nehmen jetzt der Einfachheit halber mal an, dass eigentlich jeder, wirklich jeder diese App installiert hat. Aktuell ist noch der Konsens, dass die App freiwillig sein wird, zumindest in Deutschland. Zum Rest komme ich nachher noch. Aber ja, man geht jetzt einfach mal, also ich gehe jetzt mal hier davon aus, dass jeder diese App installiert hat, und dann kann man da über Radio Signals, so heißt es auf der Webseite, also zum Beispiel Bluetooth, mehr steht da nicht drauf, aber theoretisch fällt da auch mobile Daten rein, Bluetooth fällt da rein, Wi-Fi fällt da rein. Solche Signale kann man quasi messen. Das heißt, erstmal sind die Apps permanent aktiv, ja. Und die versuchen dann immer Verbindungen aufzubauen zu anderen Apps im Endeffekt. Das versuchen die allerdings lokal zu machen. Das heißt nicht über das Internet, sondern wirklich nur in eurer Umgebung. Das heißt, es scannt quasi die Geräte in eurer Umgebung, und zum Beispiel über Bluetooth wird dann ein Gerät festgestellt und dann speichert der Mann hier in der Mitte, also der hier, ich nehme jetzt hier gerade mal meine Maus zur Hilfe, der hier in der Mitte, Sekunde, der speichert sich dann die ID von dem hier und die ID von dem hier. Oder von der hier, ich weiß nicht mehr, wer das war. Die speichern, oder die beiden IDs werden dann auf dem sein Telefon hier gespeichert. Genauso wird allerdings seine ID
in dieses Telefon reingespeichert und in dieses Telefon oder in die App jeweils reingespeichert, aber nur lokal. Das heißt, wenn derjenige kein Internet hat, völlig egal, die Apps speichern das nur lokal bei euch auf dem Smartphone quasi drauf, okay? Und so kann die App sich quasi merken, wer eigentlich Zugriff oder wer quasi mit wem Kontakt hatte. Also ich habe die hier mal gleich alle eingefärbt, die sich gegenseitig jeweils die IDs speichern würden. So, und jetzt gibt es eigentlich nur noch 2 Fälle, und zwar einer von denen wird positiv getestet oder niemand wird positiv getestet. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel mit den 3 blauen hier, das wir auch gerade hatten. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass, also wenn keiner positiv getestet wird, die ganze Zeit nicht, passiert rein gar nichts, okay? Dann bleibt die App einfach komplett inaktiv und sammelt weiterhin Daten über die Leute, mit denen ihr quasi Kontakt hattet. Wenn allerdings jetzt hier jemand positiv getestet wird, und das nehmen wir jetzt einfach mal an, dann passiert Folgendes. Der bekommt vom Bundesministerium zusammen mit seinem Befund auch gleich eine TAN mitgeschickt. Also sozusagen ein Key, ein Secret Key, den er dann eingeben kann in seine App. Aber er muss nicht, ja. Er kann die App auch einfach so verwenden, um benachrichtigt zu werden, also quasi Schmarotzer sein, aber er selber benachrichtigt die anderen Leute nicht, wenn er infiziert ist. Das ist rein theoretisch möglich bei dieser App. Das heißt, er bekommt eine TAN und wir nehmen jetzt mal an, dass der Mensch ein sozialer Mensch ist, ein netter Mensch ist und der gibt einfach tatsächlich diese TAN in sein mobiles Endgerät ein und benachrichtigt dadurch die anderen Leute. Dann wird hier, falls er aus einem anderen Land kommt, sogar noch die anderen Bundesministerien da, also von Frankreich, von England, von weiß Gott wo, ja, all die Länder, die mitmachen, Schweiz macht selbstverständlich auch mit. Das heißt, die EU-Flagge ist hier ein bisschen, nicht perfekt gewählt, aber ja, die Ministerien müssen sich dann auch untereinander abstimmen und dann bekommt man hier eben diese TAN, gibt die ein und bekommt dann oder liefert dann die Daten mit den Proximity History IDs, ja, das sind die IDs der Personen, mit denen man Kontakt hatte, die werden dann erstmal an den Server von PEP-PT geschickt. So. Und der Server von PEP-PT, da musste man sich ja mit seinen richtigen Daten anmelden. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann einfach hier die ganzen anderen Leute, mit denen man Kontakt hatte, benachrichtigen. Und daraufhin werden die Leute, die benachrichtigt werden, zu einem Test aufgerufen. Selbstverständlich auch alles freiwillig. Das heißt, man kann sich danach testen lassen, ob man eben auch Corona-positiv ist. Und dementsprechend wird man dann hier so eine Kette von Tests eben machen müssen und je nachdem eben sehr viele Leute in Quarantäne stecken, eventuell. So, und dadurch landen dann hoffentlich relativ schnell alle Leute, also innerhalb von 14 Tagen ungefähr, alle Leute in Quarantäne, die einen Risikokontakt hatten, können ausheilen und können danach wieder normal weitergehen. Gut, so, jetzt dieses ganze Konzept ist zumindest mal das, was ich auf deren Webseite gefunden habe. Wir wollen uns allerdings selbstverständlich noch ein bisschen um die Sicherheit und den Datenschutz kümmern. Ist das eigentlich überhaupt legitim, was die da machen? Also zunächst einmal, die User haben auf ihren Smartphones in ihrer App jeweils nur anonymisierte und pseudonymisierte Daten, nämlich die IDs der jeweiligen anderen. Auf der Webseite steht anonymisiert. Ich bin der Meinung, das sind eher pseudonymisierte Daten, weil es ist ja immerhin noch eine ID. Das heißt, anonym wäre wirklich, niemand kann daraus die persönlichen Daten lesen. Dann funktioniert allerdings das mit der Push-Benachrichtigung nicht, sprich es müssen pseudonymisierte Daten sein. Und die sind wirklich nur lokal, das heißt, die sind erstmal nicht im Netzwerk drin, sprich niemand hat irgendwie beziehungsweise die Orte, an denen ihr euch aufgehalten habt. Ja? Also die bleiben einfach nur lokal. Man hat das wirklich nur in seinem Handy drin. Das Ganze ist von einer Non-Profit-Organisation aus der Schweiz. Non-Profit ist hier schon mal ein gutes Zeichen. Zumindest sieht es danach aus, als würden die keinen Gewinn machen wollen, sondern einfach nur ihre Kosten quasi decken. Und das kriegen die wahrscheinlich aus Spenden. Das stand da allerdings nicht so direkt dabei. Und das Bundesministerium kennt die Daten auch nicht direkt. Die wissen allerdings, wenn ihr einen Test auf Corona macht und danach positiv seid, wissen die euren Namen und geben den, wie man in der Vergangenheit auch gerade merkt, beziehungsweise jetzt aktuell sogar merkt, geben die klaren Namen auch gerne mal an die Polizisten raus, wenn man Corona positiv ist. Aber das hat nichts mit der App zu tun, das ist ein völlig anderes Thema. Aber wer es nicht mitgekriegt hat, hier ein kleiner Seitenhinweis.
Ja, allerdings gibt es ein Partnernetzwerk bei PEP-PT. Ihr könnt ganz gerne mal auf der Webseite nachgucken und das fand ich ein bisschen, naja, nicht so toll. Und zwar dieses Partnernetzwerk bekommt, also quasi, da kann man sich als Partner bewerben. Ja, zum Beispiel das Bundesministerium ist ein Partner davon und die bekommen dann Zugriff auf die Services and Mechanisms, ja, das heißt, wie das Ding genau funktioniert. Weil eben nicht alles angegeben wurde auf der Webseite. Das heißt, ich kann euch nicht ein vollständiges Statement hier geben, weil die einfach nicht alle Informationen raushauen, wie es funktioniert. Man kriegt Zugriff auf den Source Code, das heißt, das Ding ist für uns normallos erstmal Closed Source, was für mich wirklich nicht so guter Punkt ist. Das heißt, man kann nicht nachgucken, was eigentlich diese App genau tut. Man muss sich auf die Informationen verlassen, die man von den Machern von der App eben bekommt. Und man kriegt erst Zugriff auf den Source Code, wenn man Partner wird. Und Partner, naja, wird man nicht so einfach, denke ich mal. Ihr könnt euch gerne mal drauf bewerben und mir schreiben, falls da was rausgekommen ist. Ich wollte das Video hier möglichst schnell bringen, weil die App kommt natürlich schon in ein paar Tagen und wir haben jetzt nicht wirklich lange da Zeit, uns auf ein Partnernetzwerk zu bewerben, um dann den Source Code durchzulesen. All das dauert natürlich seine Zeit. Aber die haben wir natürlich mal wieder nicht. Okay, man bekommt Zugriff auf eventuelle Zertifizierungen, damit man auch selbst quasi diese Corona-Push-Benachrichtigungen auch verteilen kann. Und man bekommt Support bei der Integration in eine existierende Lösung. Das heißt, man kann dann auch dieses Corona-Netzwerk, ja, dieses PEP-PT-Netzwerk in seine eigene App integrieren. Das heißt, es könnte sein, dass wir ab morgen, beziehungsweise ab wann auch immer das draußen ist, plötzlich eine Benachrichtigung sehen, eine News oder sowas, dass plötzlich WhatsApp oder Telegram oder wer auch immer da jetzt mitmachen und plötzlich PEP-PT, ohne dass wir quasi was sagen, da reinbaut. Ja, das kann durchaus passieren. Was da alles passiert, kann ich euch nicht sagen. Das ist jetzt nur mal das Albtraum-Szenario für die Datenschutzkritiker. So, das heißt, Fazit quasi, wir können nicht sagen, ob PEP-PT wirklich gut oder schlecht ist, weil wir nicht wissen, wie es wirklich implementiert ist. Wir kennen nicht eventuelle Implementierungsschwächen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob man vielleicht einfach als ID sozusagen die Wohnadresse sozusagen da verwendet hat. Das kann ich nicht sagen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht so sein, ja, aber es gibt mögliche Implementierungsschwächen, vielleicht im Protokoll, vielleicht auch nur bei den Partnern. Das weiß man alles nicht, weil wir eben keinen Zugriff auf den Source Code dieser App haben. Was ich nicht ganz verstehe, warum man das nicht gemacht hat. Das können wir alles nicht wissen. Und ihr wisst, wie diese Hacker, von denen man im Internet immer mal wieder hört, ne, wie die so drauf sind, da kann man auch tatsächlich mal davon ausgehen, dass hier einige dran sich probieren werden und das ist ein bisschen gefährlich meiner Meinung nach. Außerdem wissen wir vor allem nicht, das war so der größte Punkt, der mir aufgefallen ist, wie eigentlich diese Proximity-IDs verteilt werden. Das heißt, die IDs, die auf eurem Telefon gespeichert werden, die müssen ja irgendwie von dem Telefon des anderen kommen. Ihr könnt ja nicht wissen, welche ID der jeweils hat. Und hier wirklich ein Protokoll aufzubauen, das stand zumindest so nicht dabei. Die Signale, also ich meine über Wi-Fi werdet ihr höchstwahrscheinlich nichts übertragen. Vermutlich wird das Ganze über Bluetooth übertragen werden. Das heißt, theoretisch kommt da ein Protokoll zustande und wahrscheinlich werden die Daten dann irgendwie über Bluetooth übermittelt und man hat dann eine ID sozusagen. Das weiß man allerdings alles nicht, weil wir, wie gesagt, nicht Zugriff auf alle Services and Mechanisms haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie das eigentlich im Endeffekt implementiert ist. Und ja, es könnte natürlich auch einfach die MAC-Adresse des Smartphones sein und dann hat man die auf seinem Handy gespeichert, beziehungsweise vielleicht gehasht oder was weiß ich. Aber ja, das sind so die Concerns, die ich habe, meine Bedenken sozusagen. Wir können uns allerdings noch ganz kurz angucken, was sonst die Länder praktizieren. Zunächst mal Österreich, weil viele von euch wahrscheinlich auch aus Österreich sind. Da gibt es aktuell sogar eine Diskussion über die verpflichtende Nutzung dieser App. Und das heißt, das Freiwillige, was ich die ganze Zeit erwähnt habe, das fällt weg. Man muss das Ding dann benutzen. Aber immer noch deutlich besser als das, was andere Länder machen, denn zum Beispiel in Südkorea werden Kameras, also öffentliche Überwachungskameras, Handy-Tracking und Kreditkartendaten verwendet, um die ganze Sache einzudämmen und das funktioniert auch ziemlich gut in Südkorea, allerdings ist der Preis ziemlich hoch, den man da bezahlen muss.
Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den wirklich bezahlen wollen. Auf der anderen Seite stehen natürlich Menschenleben. Das ist immer so ein bisschen das Problem jetzt gerade. In Israel wird die Handyüberwachung durch Geheimdienste durchgeführt und Polen, naja, die haben sogar eine Verpflichtung, dass wenn jemand in Quarantäne ist, muss er durch eine Push-Benachrichtigung in einer App ein Selfie also er hat dann 20 Minuten Zeit, um ein Selfie von sich in seiner Wohnung zu posten, um zu bestätigen, dass er auch wirklich zu Hause ist. Und ja, ich denke, da ist diese App wahrscheinlich unsere beste Alternative, wobei ich sie nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Falls ihr noch irgendwelchen Input habt, schreibt mir das ganz gerne in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr noch so rausfinden könnt. Die Links sind selbstverständlich alle da. Ich verlinke euch auch noch ein Video, wie man jetzt von Phase 2 wieder in Phase 1 kommen möchte. Von MyLab, vielleicht habt ihr da mal was drüber gehört oder gelesen. Finde ich ziemlich gut und ziemlich informativ. Vielleicht ein bisschen über den Informatikhorizont hinausgeblickt. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.